Stell dir vor, du hältst gerade eine Orange in der Hand. Du könntest jetzt sagen, wow, was für eine schöne Orange. Oder du könntest sagen, wow, wie schön wurde sie erschaffen. Zwei Sätze fast identisch. Und trotzdem liegt zwischen ihnen ein Unterschied, der ich meines Ernst dein gesamtes Leben verändern kann. Bleib dran, am Ende dieses Videos wirst du eine Sache nie wieder ansehen können wie vorher. Um dieses Rätsel zu lösen, brauchen wir einen kurzen Umweg über die Sprache. Keine Sorge, das dauert nur eine Minute. Manche Wörter haben für sich allein eine Bedeutung. Sagst du Tisch, weiß jeder sofort, wovon die Rede ist. Das Wort steht für sich. Andere Wörter oder Silben haben für sich genommen gar keine Bedeutung. Nimm das kleine Wort des. Sag einfach nur des, es bedeutet nichts. Es ist leer. Aber sag des Tisches und plötzlich erfüllt es eine Funktion. Es zeigt dir eine Beziehung, einen Bezug. Merk dir dieses eine Prinzip. Manche Dinge haben eine Bedeutung in sich selbst, andere Dinge haben ihre Bedeutung nur darin, dass sie auf etwas anderes zeigen. Das ist banal, solange wir über Grammatik reden. Aber jetzt kommt der Teil, der es spannend macht. Ein islamischer Gelehrter, Said Nursi, rahmatullahi alayh, hat genau dieses Sprachprinzip auf die gesamte Schöpfung übertragen. Er sagt, du kannst jedes einzelne Ding in diesem Universum auf zwei Arten betrachten. Erste Möglichkeit. Du betrachtest das Ding so, als hätte es Bedeutung nur in sich selbst. Wie das Wort Tisch. Die Orange ist einfach eine Orange. Und fertig. Sie schmeckt gut, hat Vitamin C, wächst in bestimmten Regionen. Punkt aus, Ende der Betrachtung. Zweite Möglichkeit. Du betrachtest dasselbe Ding so wie das kleine Wort des. Als etwas, dessen eigentlicher Wert darin liegt, worauf es zeigt. Diese Orange ist dann nicht einfach nur eine Orange, sie ist ein Hinweis, ein Zeichen, eine Nachricht darüber, dass es einen gibt, der versorgt, der schenkt, der genau diese Frucht auf den Menschen abgestimmt hat. Form, Duft, Farbe, Nährstoffe, alles perfekt zusammenpassend. Dieselbe Orange, aber zwei völlig unterschiedliche Arten, sie zu betrachten. Die erste nennt man die Sache für sich selbst betrachten. Und die zweite nennt man die Sache als Zeichen betrachten, das auf ihren Schöpfer verweist. Und hier kommt der Clou. Fast das gesamte Bildungssystem der Welt bringt jungen Menschen bei, ausschließlich mit der ersten Brille zu schauen. Biologie, Chemie, Physik, lauter Fakten über das, was Dinge tun und wie sie funktionieren, aber so gut wie nie darüber, worauf sie eigentlich hinweisen. Meint ihr, ist es neutral, wenn Schulfächer die Wunder der Schöpfung erklären, ohne den Schöpfer je zu erwähnen? Eigentlich nicht. Stell dir vor, jemand schwärmt stundenlang von der Schönheit eines Meisterwerks der Architektur, erwähnt aber mit keinem Wort den Architekten, der es entworfen hat. Ist das neutral? Nein, das ist eine Auslassung, die etwas verschleiert. Und Said Nursi rahmatullah alayh vergleicht das mit einem Vorhang oder einem Stück Glas. Jedes Ding in dieser Welt hat zwei Seiten. Eine, die zu seinem Schöpfer zeigt und eine, die zu den Menschen zeigt, denen es nützt. Ist dieser Vorhang dünn, durchsichtig wie feines Glas, dann siehst du beim Betrachten des Dinges automatisch das, worauf es zeigt. Aber es gibt Situationen, in der dieser Vorhang extrem dick wird. Wenn ein Mensch selbst der Wohltäter ist und sich seinen Erfolg selbst zuschreibt, dann verdeckt er nicht nur für sich, sondern auch für andere die eigentliche Quelle. Ausgerechnet der Mensch, der edelste aller Geschöpfe, kann so zu dem dicksten Vorhang werden, der die Wahrheit verdeckt. Wenn Ego und Stolz die Regie übernehmen. Und dieselbe Logik gilt für Ursache und Wirkung überall. Die Eltern haben dich nicht gemacht im letzten Sinne. Sie wurden selber gemacht. Der Baum bringt die Frucht nicht aus sich selbst heraus. Auch wurde er erschaffen. Ursache folgen zu lassen ist ein Naturgesetz. Aber wer wirklich dahinter steht, darf dabei nie aus dem Blick geraten. Neben dieser Frage, wie du etwas betrachtest, gibt es eine zweite, mindestens genauso wichtige und mächtige Frage. Warum tust du, was du tust? Die Absicht. Und hier eine steile These. Genau dieselbe Handlung kann je nach Absicht entweder Gottesdienst oder komplett wertlos sein. Schlafen ist eine ganz gewöhnliche Sache. Aber wenn du dich schlafen legst mit der Absicht, ausgeruht für das Morgengebet aufzustehen, wird selbst dein Schlaf zu einer Art Gottesdienst. Hier ein Beispiel, das mich persönlich zum Nachdenken gebracht hat. Zwei Männer
laufen dieselbe Straße entlang und schauen beide konsequent zu Boden. Der eine tut es, weil er seinen Blick vor unangebrachten Anblicken schützen will. Der andere tut es, weil er gerade in Gedanken mit jemandem streitet und gar nicht nach oben schaut. Beide zeigen exakt dasselbe äußere Verhalten, aber nur einer von beiden bekommt dafür etwas gutgeschrieben. Wegen seiner Absicht, nicht wegen seiner Handlung. Sogar Wissenschaft selbst hängt davon ab. Erforscht jemand das Universum, um Menschen die Weisheit und Fürsorge dahinter näher zu bringen, wird seine gesamte Arbeit zum Gottesdienst. Sucht er dieselbe Erkenntnis nur für Ruhm, Karriere oder Gehalt, bringt ihm dieselbe Arbeit spirituell gar nichts. Die Absicht ist so mächtig, dass sie sogar etwas grundsätzlich Gutes ins Gegenteil verkehren kann. Wird eine gute Tat nur zur Show gemacht, nur um gesehen zu werden, kann aus Lohn eine Sünde werden. Es gibt noch eine dritte Ebene, die Perspektive, mit der du auf etwas blickst. Nimm Krankheit. Du kannst sie rein als Quelle von Leid und Kummer sehen, fertig, negative Sache und Punkt. Oder du kannst in ihr auch etwas anderes erkennen, dass sie Fehler tilgt, dass sie das Herz von den Anhänglichkeiten an diese Welt löst, dass sie dich deine eigene Hilflosigkeit spüren lässt, um dich dadurch näher zu Gott zu bringen. Dieselbe Krankheit, zwei völlig unterschiedliche Perspektiven. Und die Perspektive entscheidet, ob dich dieselbe schwere Zeit zerbricht oder ob sie dich näher bringt. Und hier schließt sich unser Kreis zu unserer Orange vom Anfang. Wer chemische Elemente nur als Bausteine sieht, sieht Chemie. Wer dieselben Elemente als die Buchstaben begreift, mit denen ein Schöpfer die gesamte Natur geschrieben hat, Früchte, Getreide, jedes Lebewesen, für den wird genau dasselbe Wissen zur Gotteserkenntnis, Ma'rifatullah. Drei einfache Fragen aus einem einzigen Sprachbild abgeleitet. Betrachtest du die Dinge um dich herum als Dinge für sich selbst oder als Zeichen, die auf etwas Größeres verweisen? Mit welcher Absicht tust du das, was du heute tust? Und mit welcher Perspektive schaust du auf das, was dir gerade schwerfällt? Du musst dafür nichts Neues lernen. Du musst nur beim nächsten Mal, wenn du eine Frucht in der Hand hältst, kurz innehalten und dir die Frage stellen, mit welcher Brille du gerade schaust. Zum Abschluss habe ich eine Frage an euch. Bei welcher Kleinigkeit in deinem Alltag, einem Essen, einem Sonnenaufgang, einem Atemzug, könntest du ab heute bewusst mit der zweiten Brille hinschauen? Schreib es in die Kommentare, abonniere den Kanal, lass ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Fi amanillah. Assalamu alaikum.